Alright, here we go. Herzlich willkommen zum Uncut Talk Nummer 65. Ja, wir haben Sonntag und du weißt, was das heißt. Hier auf diesem Kanal schauen wir jetzt mal nicht in die Charts. Wir sprechen nicht über Krypto, wir sprechen über das Wichtigste überhaupt, und zwar dein persönliches Mindset. Denn das Ziel dieser Videos ist, dass ich dir dabei helfe, von deinem Denken einfach aufs nächste Level zu kommen. Denn was ich immer wieder sehe da draußen, ist, dass zu viele sehr verkrampft sind in dem, was sie machen. Sie wollen alle investieren, sie wollen irgendwelche dicken Portfolios aufbauen, sie wollen anfangen zu traden, aber sind da so stark drin, dass man sich die ganze Zeit nur darauf fokussiert, wie schaffe ich es, mehr Geld zu verdienen, wie schaffe ich irgendwie Erfolge zu haben, was ja schön und gut ist. Aber das Wichtigste ist überhaupt, dabei zu verstehen, dass es eigentlich darauf ankommt, wie man richtig tickt. Und dafür sind diese Videos da. Wenn dir diese Videos gefallen, tu mir einen Gefallen, lass schon mal gerne ein Like da, auch gerne ein Abo, damit du auch sonst die Videos hier auf dem Kanal nicht verpasst. Worüber ich heute mit dir sprechen möchte, ist etwas, was auch irgendwo damit zu tun hat, was ich gerade gesagt habe, und zwar, dass man zu verkrampft ist in dem, was man macht und eigentlich bei der ganzen Sache, die wir hier tun, den Spaß vergisst. Und das, was du verstehen musst, ist, dass es im Leben darum geht, Spaß zu haben. Denn frag dich einfach mal selbst, wofür bist du auf dieser Welt? Wofür bist du überhaupt im Kryptomarkt? Klar, du willst Geld verdienen, du willst finanziell frei werden, du willst finanzielle Erfolge erzielen, du willst ein anderes Leben aufbauen, als du jetzt möglicherweise lebst oder als du sehr wahrscheinlich jetzt gerade lebst. Doch was du niemals vergessen darfst und auf die leichte Schulter nehmen darfst, ist der Spaß, den du dabei haben solltest. Und zu diesem Spaß gehört es nicht nur dazu, Gewinne zu machen, sondern auch Verluste. Ich habe hier auf diesem Kanal schon einige Male darüber gesprochen, dass es wichtig ist, Verluste zu machen. Erst in den letzten Uncut Talks habe ich über dieses Thema sehr, sehr ausführlich gesprochen. Ich habe auch einen ganzen Uncut Talk nur über dieses Thema Verluste. Und man muss einfach anerkennen, dass die dazugehören. Und vor allem auch zu verstehen, dass es super entscheidend ist, mit Humor und Spaß an diesen Markt dran zu gehen. Denn was ich in der Vergangenheit sehr, sehr oft erlebt habe, gesehen habe, ist, dass man zu bullischen Phasen mega euphorisch ist. Zu bärischen Phasen, in der wir uns jetzt gerade befinden, sind sehr, sehr viele bearish, machen gar nichts mit dem Markt und sagen, ja, alle anderen sind schuld, aber ich persönlich nicht. Und wenn man zum Beispiel irgendwelche Altcoins im Portfolio hat, die nicht aufgegangen sind, das gehört dazu. Ja, ich habe sämtliche Projekte in der Vergangenheit auch hier auf dem Kanal vorgestellt, die zwar gepumpt sind, aber die am Ende auch nicht gegen Null gefahren sind, aber trotzdem wieder gecrashed sind. Es gab Projekte, die sind nicht nur gepumpt, weil das gibt es mit Ausnahme von Bitcoin, würde ich jetzt mal sagen, eher wenig. Und es gibt Projekte, die gar nicht funktioniert haben. Aber das Wichtigste dabei ist, dass man den Spaß an der Sache nicht verliert. Es geht dabei nicht darum, dass du jetzt naiv in diesem Markt unterwegs sein solltest und einfach dein Geld wild umherwerfen solltest, weil das sehe ich auch sehr, sehr oft, dass das Leute machen. Ja, sie sagen, okay, da ist jetzt ein Meme-Coin da, ich liquidiere mein gesamtes Portfolio und baller alles da rein, in der Hoffnung, dass ich damit reich werde. Ja, die Lektion wird man dann früher oder später dafür erfahren. Und danach passiert Folgendes, dass man sich dann einfach sagt, boah, alles ist scheiße, alle um mich herum haben daran Schuld, ich habe keine Schuld. Und man vergisst dabei, dass es eigentlich dafür da ist, mit Humor genommen zu werden. Okay, du hast einen schlechten Pick gehabt, du hast eine schlechte Entscheidung gemacht, go for it. Ja, mach einfach weiter. Was ich immer wieder gesehen habe in der Vergangenheit, ist, dass es irgendein Projekt gab, irgendein Altcoin. Ja, ich nenne ihn jetzt mal Altcoin X. Und davon gibt es sämtliche unterschiedliche Beispiele, die man jetzt nehmen könnte. Es gibt ein Projekt und dort verliert man Geld. Okay, dann ist es so. Kurz darauf kommen viele Projekte raus, viele Chancen raus, in denen man nicht nur sein eigenes Geld wieder hätte reinholen können, sondern wesentlich mehr Gewinne auch erzielen hätte können. Doch was ist passiert? Man ist so verkrampft auf diesen einen Verlust, auf das eine, was nicht funktioniert hat, weil man nicht verstanden hat, das Ganze mal mit Humor zu nehmen, mit Spaß zu nehmen, seine Strategie dadurch vielleicht mal zu überdenken, was auch die meisten Leute eben nicht tun, und ist so verkrampft auf diesen einen Moment
und vergiss dabei, wofür man eigentlich in diesem Markt da ist oder wofür man überhaupt aktiv ist und sich jeden Tag mit diesem Markt auseinandersetzt. Ja, Krypto-News zu schauen, Altcoins sich anzugucken, zu researchen, whatever. Und durch diese Persönlichkeitseigenschaft, wenn ich jetzt sie mal so nenne, verlieren sehr, sehr viele Menschen extrem viel. Und ich rede da nicht nur von Geld, ich rede davon oder dabei vor allem von von dem eigenen Mindset, von der eigenen Herangehensweise, von der Strategie, von der Hoffnung und vor allem, nochmals, den Spaß. Ja, wie gesagt, es geht nicht darum, dass du dein Geld einfach nur umherwirfst. Es geht darum, zu erkennen, jo, ich bin hier in einem Markt aktiv, der sehr volatil ist, wo jeden Tag neue Dinge hinzukommen, wo ein US-Präsident da ist, der alle möglichen Leute im Markt scammt, wo irgendwelche Hacks passieren, wo irgendwelche Protokolle da sind, die auf einmal nicht mehr funktionieren, wo irgendwelche Rugpulls stattfinden. Das gehört dazu. That's Crypto. Wenn du damit nicht klarkommst, investier in ETFs, investier in Gold, investier in Silber, aber bleib fern von Krypto. Ja, wenn du damit nicht klarkommst, dass irgendwie solche Sachen passieren, dann ist das der falsche Markt für dich. Wenn du aber damit klarkommst und vor allem auch den Blickwinkel veränderst hin zu, okay, ich bin in einem Markt, der sehr jung ist, der irgendwie noch funktioniert wie der Wilde Westen, auch wenn es viele Regulierungen gibt, dann ist es wesentlich leichter, einfach mit dem Mindset an die Sache ranzugehen. Ich möchte Spaß daran haben. Und das sehe ich immer wieder bei uns im Inner Circle. Im Inner Circle haben wir viele, viele Möglichkeiten, was man tun kann. Ja, es gibt Trading, es gibt Degen, es gibt AI, es gibt allgemein Krypto, Cointalks, etc., Mastermind-Sessions, die wir machen. Und ich sehe immer wieder einen Unterschied gegenüber der, ich würde nicht sagen breiten Masse, aber vor allem den Leuten, die auf Social Media meine Videos kommentieren oder auf X meine Posts kommentieren. Der Unterschied liegt darin, wie man an den Markt rangeht. Dass man alles mit Humor nimmt, dass man drüber lachen kann, wenn irgendwas nicht richtig funktioniert, weil man weiß, es kommen wieder diese Chancen, die alles wieder reinholen. Und es macht einfach Spaß. Man geht mit Freude da dran und man feiert vor allem auch, wenn es irgendwie zu einem Rug kommt. Ja, auch wenn es in diesem Moment Kacke ist, feiert man trotzdem diesen Moment, weil es irgendwas gibt, was man gemeinsam gemacht hat. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich glaube, das war 2024. Da hatten wir ein Projekt, was gelauncht ist und wir sind da rein. Mit einer guten Summe bin ich da auf jeden Fall rein und andere auch. So, was ist passiert? Der Chart ist nur gestiegen, nur gestiegen, nur gestiegen. Wir waren irgendwie bei 10, 15x und wir wollten verkaufen. Was ist passiert? Wir konnten nicht verkaufen, weil laut des Contracts wurde das so eingestellt, dass eben die Sells nicht möglich waren. So, wir haben den Chart weiterlaufen sehen, weiterlaufen sehen, weiterlaufen sehen. Auf unseren Wallets waren dicke Beträge, die wir einfach nicht verkaufen konnten. So, was ist passiert? Wir haben nicht den Kopf in den Sand gesetzt und gesagt, boah, alles blöd und alles mies und oh, warum ist das jetzt passiert? Wir haben darüber gelacht. Wir haben das mit Humor genommen und haben dann später darüber auch Witze gemacht. Weil am Ende des Tages kommt es auf dein Risikomanagement an. Und das ist genau das. Die meisten Leute schmeißen zu viel Geld in irgendwelche hochriskanten Sachen rein und wundern sich dann am Ende, dass sie verlieren. Wenn du aber ein richtiges Risikomanagement hast, kannst du das Ganze mit Humor nehmen, kannst du das Ganze mit Spaß nehmen. Und ich glaube, viele Menschen in diesem Markt sind zu krass investiert. Sie haben zu viel Geld im Markt investiert, sie sind emotional von diesem Geld abhängig, haben keine finanzielle Sicherheit, haben keine Rücklagen, haben keine Liquidität und sind deswegen so emotional. Und das ist ein großes Problem, weil es kann dir gar nicht dabei helfen, dass du langfristig dadurch gewinnst und langfristig dadurch etwas verdienst. Es hält dich immer nur in dieser negativen Bubble, wo nur irgendetwas passieren muss, dass du wieder negative Emotionen verspürst. Und wenn du das nicht unter Kontrolle bekommst, kann es sein, dass du die ganze Zeit gewinnst, aber es gibt dann diesen einen Moment, wo du Geld verlierst. Und das wirft dich komplett aus der Bahn und das ja, hindert dich am Vorankommen. Ja, und deswegen ist es so wichtig, diesen Humor zu nehmen, diesen Spaß an der ganzen Sache zu haben. Weil wir sind noch so early in diesem Markt, dass viele sich gar nicht darüber im Klaren sind, was in Zukunft überhaupt möglich ist und wo wir uns überhaupt befinden in diesem Markt. Ja, und deswegen kann ich dir auch nur ans Herz legen, ja, connecte dich wirklich mit Leuten, mit denen du aktiv sein kannst. Ob es jetzt der Inner Circle ist, wo du starten möchtest, ja, unten in der Videobeschreibung findest du auch den Link dazu oder eine andere Community. Such dir irgendwie
Leute um dich herum, die das richtige Mindset haben. Ich kann nur aus Erfahrung sagen, ich war in sämtlichen Communities drin, ich bin auch so in Telegram-Gruppen und so weiter. Es gibt vom Mindset her und von den Menschen her für mich persönlich keinen Vergleich zu den Leuten zum Inner Circle. Deswegen dickes Shoutout an jeden Einzelnen, der da am Start ist. Ja, aber es ist dir überlassen, was du machst. Das ist mein Tipp, dass du einfach dich mit Leuten verbindest, die dir dabei helfen, diesen Humor zu nehmen, oder diesen Humor einzusetzen. Weil du bist der Durchschnitt der 5 Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Wenn du die ganze Zeit mit Menschen dich umgibst, die negativ sind, die einfach nur auf schlechte Kurse gehen, die ganze Zeit nur irgendwie wild rumkommentieren und du bist einer von diesen Personen, dann wirst du exakt die gleichen Standards annehmen und dann wirst du exakt gleich denken und handeln. Wenn du aber stattdessen dich mit Leuten connectest, und vielleicht sind es auch deine Freunde, die so drauf sind, die eine andere Herangehensweise an den Markt haben, dann wirst du diese Standards übernehmen und was passiert? Du wirst andere Ergebnisse haben. Ganz, ganz einfach, ganz, ganz leicht erklärt. Ja, also die Message, die ich dir mit diesem Video mitgeben möchte, ist, sei nicht so verkrampft in diesem Markt. Wir haben Bärenmarkt, wir haben eine schlechte Zeit, aber diese Zeit wird auch wieder vorbeigehen. Ja, und wir werden wieder steigende Kurse sehen, wir werden wieder bullische Zeiten haben, wir werden wieder Euphorie haben, wo jeder einfach nur denkt, jo, jetzt geht's nur noch nach oben. Das wird passieren. Aber zu diesen Zeiten möchtest du ein funktionierendes Mindset haben. Du möchtest richtig ticken können. Du möchtest diese Situation besser einschätzen können. Und das habe ich auch im letzten Mastermind-Call am Donnerstag den Leuten erklärt. Ja, weil was man sehen wird, und das gebe ich gebe dir Brief und Siegel darauf. Wenn du das Ganze jetzt reflektierst, wie du dich verhältst, wie du drauf bist, wie du denkst, vor allem auch, wie du gedacht hast bis zu diesem jetzigen Zeitpunkt. Und dann kommen später neue Menschen in den Markt, weil man sieht es ja jetzt gerade, es kommen keine neuen Menschen in den Markt. Aber eines Tages kommen wieder neue Menschen in den Markt und dann wirst du exakt deine Persönlichkeitsmerkmale, die du vorher hattest, bei neuen Leuten beobachten können. Ein sehr, sehr interessanter Moment, wenn du das hast. Weil dann siehst du auf einmal, boah, wie habe ich denn damals getickt? Und du versuchst diesen Leuten dann zu erzählen, hey, so muss das sein, denk nicht so, aber die Leute werden es nicht verstehen, bis sie die eigenen Erfahrungen gemacht haben. Aber es ist wichtig, dass man eben als Kollektiv gemeinsam das Ganze mitnimmt, gemeinsam Spaß hat, weil darum geht es. Im Leben Spaß zu haben, in diesem Markt Spaß zu haben, seine Gewinne zu feiern, seine Verluste zu feiern und am Ende des Jahres einfach zu sagen, wie viel Gewinn habe ich gemacht, wie viel Verlust habe ich gemacht, einen Strich drunter zu setzen und zu sagen, war es ein gutes Jahr, war es ein schlechtes Jahr und dann einfach weiterzumachen und von Zyklus zu Zyklus einfach besser zu werden, denn das ist das Ziel. Ich hoffe, ich konnte jetzt mit diesem Anker-Talk ein paar Impulse mitgeben. Wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne ein Like da. Wenn du neu auf diesem Kanal bist, natürlich auch gerne ein Abo. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video, Freunde, morgen zu einer neuen Krypto-News-Folge. Ich wünsche euch einen geilen Sonntag. Bis dahin, Peace. Ciao, ciao.